Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin mal wieder im Münchner Osten bei Reinhold Brenner. Wir haben den 4. Juli 2025 und wir haben jetzt ungefähr 16:45 Uhr. Heute ist ein schöner Sommerstammtisch. Es sind schon ein paar schöne Sachen da, auf die wir dann später näher eingehen. Hier zum Beispiel, hier auch, auf das komme ich dann gleich zu sprechen. Aber jetzt kommt hier erstmal als erster Zug die Baureihe 50 von KM1 zum Einsatz. Das ist eine Epoche 4 Version. Und dahinter folgen insgesamt 17 toll gealterte Wagen, die der Manfred Mader beladen hat und auch wunderschön patiniert hat. Das sind alles Märklin-Wagen, habe ich mir vorher schon sagen lassen. Die schauen wir uns jetzt mal im weiteren Verlauf einfach mal der Reihe nach an. Momentan raucht sie nicht, ich hoffe, sie wird noch mal nachgetankt. Dann schaue ich mir mal zwischendurch die Baureihe 59 in der ÖBB-Variante an. Die wurde vom AW Ausbesserungswerk oder Alterungswerk Ampfing nachbearbeitet und wunderschön patiniert. Und das ist auch ein KM1-Modell, das in Epoche 3 hier ausgeführt wurde als Baureihe 59 in der österreichischen Version. Und ich hoffe ja, dass wir die vielleicht hier auf dem Fahrtreffen irgendwann einmal noch im Einsatz heute sehen werden. Mal abwarten. Aber ich zeige sie zumindest hier einfach mal. Und es ist ein wunderschönes Modell, es ist toll gealtert worden, kann sich wirklich sehen lassen. Ja, warten wir mal ab, ob sie vielleicht fahren wird. Und jetzt hoffe ich, dass auch die Baureihe 50 wieder nachgefüllt wurde mit Rauchöl oder Rauchdestillat. Ich sehe schon, sie wurde inzwischen auch wieder nachgefüllt und ist hier auch schon gewaltig am Qualmen.
Als nächstes schauen wir uns ein Schweineschnäuzchen an, das der Rolf Dornberger patiniert hat und mit einem Simrock-Beschriftungssatz versehen hat und auch Aschenbecher eingebaut hat, die er sich bei Dingler organisiert hat, damit das alles ein bisschen realistisch nachgebildet werden kann. Das Modell ist besetzt mit Preiserfiguren und wer jetzt glaubt, Jägermeister-Beschriftung, das könnte eigentlich der von Dingler sein. Nein, das ist das Märklin-Modell vom 88902 in der Epoche 3 Version. Der ist auch hier am Dach ein bisschen in Szene gesetzt worden mit passendem Gepäck, das hier oben steht. Und hier sind noch ein paar Reifen, die wohl noch transportiert werden. Und ist also hier wirklich von der Patinierung her recht schön. Ich schalte mal die Beleuchtung nochmal an, damit man das auch schön sehen kann. Bevor ich nochmal nach innen schaue. Und dann versuche ich nochmal innen reinzuschauen, weil auch der Führerstand nochmal ein bisschen nachbearbeitet wurde optisch. Und auch nochmal den Innenraum. Und dann wollen wir mal losfahren lassen. Nun mit einer anderen Kamera eine Fahrt in der Gegenrichtung.
Jetzt als kleiner Gag eine beim Vorbild natürlich nicht erlaubte Mitfahrt auf dem Dachgepäckträger des Schweineschnäuzchens. Dies ermöglicht aber auch mal, die Modulanlage beim Fahrtreffen aus einer ganz anderen Perspektive erleben zu können. Dann kommt hier ein Bahnbauzug. Die Lok haben wir letztes Mal schon gesehen auf dem Fahrtreffen, aber jetzt ist der Zug ein bisschen ergänzt worden und vielleicht fährt er danach dann auch. Das ist ein Original-Märklin-Modell, das war mal die gealterte Baureihe 218, die umlackiert wurde. Und auch diese Wagen sind alle, bis auf den letzten Wagen, komplett von Märklin und sind halt ein bisschen nachbearbeitet worden und schön, wirklich realistisch dann als Bahnbauzug in Szene gesetzt.
Das waren jetzt alles Märklin-Wagen und das ist noch ein Wagen von der Firma MBW. Und inzwischen wurde diese Lok auch mit Rauchöl gefüllt und wird hoffentlich dann auch demnächst fahren. Ja, ich habe mir auch noch sagen lassen, die Lok bekommt auch noch eine Inneneinrichtung, ein Schneepflug fehlt noch oder 2, damit das alles ein bisschen gefälliger aussieht. Und jetzt hoffe ich, dass sie gleich mal im Einsatz sein wird. Jetzt gibt es ganz was Besonderes, und zwar eine 78002. Das ist jetzt aber nicht dieses extrem seltene Modell von M&L, sondern das ist ein kompletter Eigenumbau von Rolf Dornberger auf Basis einer Märklin Baureihe 38. Und der Tender ist komplett selbst gebaut worden. Und die hat auch einen ESO XL 4.0 Decoder an Bord. Und der Rauchentwickler ist von KM1, habe ich mal sagen lassen. Und jetzt schauen wir gleich mal, ob sie losfährt.
Zu den Wagen brauche ich jetzt nichts mehr sagen, die haben wir ja vorhin schon mal gesehen mit der Baureihe 50. Dann kommt hier am Nebengleis eine Baureihe 212, ein ganz normales, noch ursprüngliches Märklin-Modell zum Einsatz. Das ist hier als Zug, als Autotransportzug in Szene gesetzt, so wie es eine Werkslieferung war bei Mercedes, so ungefähr im Jahr 1982 soll das in ähnlicher Weise ausgeschaut haben. Da waren natürlich mehr solche OFF 52 im Einsatz. Und hier in dem Falle sind jetzt hier 9 Märklin Flach- und Niederbordwagen im Einsatz, die dann teilweise so ein bisschen nachbearbeitet wurden, hier auch mit angeschlagenen Fixierungen der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die hier drauf sind, das sind Modelle von der Firma Corsa. Und jetzt schauen wir auch, dass wir sie fahren lassen. Allerdings, dieses Modell hat noch keinen Sound, vielleicht irgendwann mal. Und das fährt jetzt einfach nur ohne Sound. Auf dem Nebengleis steht hier jetzt schon eine V60 von KM1 Modellbau. Das ist das Modell aus der aktuellen Serie. Die hat einen Loksound 5 XL Decoder an Bord und die können wir jetzt dann bald auch mal fahren lassen. Ich zeige jetzt mal ganz kurz den Führerstand. Das ist doch wieder ein sehr schön detailliertes Modell geworden. Und hinter der sind 3 Märklin-Wagen im Einsatz, einer der großen Containertragwagen, dann ein Insider-Jahresmodell oder ein Museumsmodell ist das jetzt in dem Falle und dann noch ein Dreiachs-Umbau-Personenwagen. Und jetzt schauen wir mal, ob sie auch einen Rauchentwickler an Bord hat. An Bord hat sie ihn, ob er läuft, werden wir gleich sehen.
Dann mal kurz ein Blick nach nebenan. Man sieht hier, es ist jetzt 6:30. Es sind hier wieder einige Leute jetzt schon da. Es wird wieder ein richtig schöner, netter Stammtisch. Und so einige freuen sich auch schon auf das, was hier schon bereitsteht. Da zeige ich jetzt auch mal ganz kurz, einmal kurz rein zu den Grillhändeln, die es natürlich hier auch immer beim Fahrtreffen im Münchner Osten gibt. Aber jetzt wieder rüber zur Eisenbahn. Hier mal kurz eine kleine Szene, die ich noch zeigen möchte. So ein kleiner Festplatz, der hier inzwischen entstanden ist auf der Anlage, den ich auch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe, den ich jetzt auch einfach mal zeigen möchte. Ich schaue mal, dass ich mal da ein bisschen näher rankomme. Dann sehen wir hier die Schorsch, die 18314 von Märklin. Und jetzt habe ich doch glatt übersehen, dass es inzwischen tatsächlich Hindeln gibt und dass einige hier ihre Hindeln schon essen. Und ich wollte doch eigentlich wieder filmen, wie der Josef Ecker sein allererstes Händel kriegt. Aber jetzt gibt es einfach halt mal nur so ein bisschen was bei den Leuten und dann schauen wir mal, zeigen wir mal hier das schöne Händel. Und dann werde ich jetzt auch wieder Pause machen und später geht es wieder weiter mit der Eisenbahn. Die Händelpause ist heute schon länger vorbei, aber es gab jetzt kein neues Fahrzeug. Aber inzwischen steht endlich wieder mal eins auf dem Gleis. Die haben wir ja vorhin schon gesehen, Reichsbahn Ostlok 18314. Und hier steht noch eine zweite DR Ostlok, die 0310, nagelneu von KM1. Die hat jemand mitgebracht, der sie bislang nur auf dem Rollenprüfstand hat fahren lassen und jetzt das erste Mal wirklich auf der Anlage vom Reinhold Brenner fahren lassen will. Und wir schauen es uns jetzt erstmal ein bisschen an.
massiert hier auch ins Innentriebwerk. Ich schalte mal die Beleuchtung aus, damit man hier auch sehen kann, vielleicht ein bisschen nach innen. Und damit man auch überhaupt die Triebwerksbeleuchtung schön sieht. Dann noch ein Blick in den Führerstand. Und jetzt schauen wir mal, ob sie raucht und ob sie dann auch bald fährt. Der Pfiff war schon mal überzeugend.
Jetzt mal zwischendurch eine Baureihe 78, ein älteres Märklin-Modell, gemeinsam mit dreiachsigen Umbauwagen von Märklin und einem passenden dreiachsigen Packwagen. Zu guter Letzt jetzt noch ein paar abschließende Impressionen vom Fahrtreffen im Münchner Osten hier am 4. Juli 2025. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.